Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Heute geht es um meinen unbestrittenen Lieblingskraftzwerg, den Staffordshire Bull Terrier. Ja, für mich der stärkste der Zwerge auf der ganzen Welt. Nun wird der eine oder andere Miniatur Bull Terrier Besitzer oder American Pocket Bully Besitzer aufzeigen und sagen, aufpassen, wir sind auch noch da. Ja, da haben Sie vollkommen recht. Doch alles in allem ist der Staffordshire Bull Terrier für mich der Champion in dieser Kategorie. Das ist meine Meinung. Aber Zwerg, ist dieser Begriff zutreffend? Nun schauen Sie, der Steffi erreicht Schulterhöhen zwischen 35 und 41 cm. Für mich stellt das also einen Zwerg dar. Obwohl es weit kleinere Hunde gibt, ist mir auch klar. Doch, so klein er auch ist, bis zu 20 Kilo schwer wird dieser Hund. Also ein ziemlich beeindruckendes Verhältnis, möchte ich sagen. Bull Terrier typisch. Wenn wir schon bei Bull Terrier sind, sehen wir uns mal kurz die Geschichte an. Und hier kann ich Ihnen gleich sagen, das ist genau die gleiche wie die der 3 anderen Bull Terrier Rassen. Eine Geschichte, welche eine ziemlich brutale darstellt. Das sind Hunde, die durchs Feuer gegangen sind. Wir wissen, im 19. Jahrhundert galt Großbritannien als die Hochburg der Tierkämpfe, der Schaukämpfe, wo viel Geld verwettet wurde, wo Hunde gegen allerlei Tiere kämpfen mussten. Gegen Bullen, beim Bullbaiting, gegen Esel, beim Donkeybaiting, gegen Ratten, beim Ratbaiting und so weiter und so fort. Hier wurden hauptsächlich English Bulldogs eingesetzt, beim Bullbaiting, aber auch beim Konflikt Hund gegen Hund. Doch speziell bei zweiteren suchte man nach Alternativen, weil wenn die Bulldoggen miteinander kämpften, das Ganze zu langweilig wurde für die Zuseher. Die wollten Action sehen, doch die Bulldoggen verbissen sich ineinander und taten dann nicht mehr viel. Man wusste aber überall, dass Terrier über abwechslungsreichen, actionreichen Kampfstil verfügen, ein enormes Feuer innehaben. Doch wusste man auch, dass sie nicht über die Kraft, die Zähigkeit, die Gameness der Bulldoggen verfügen. So zählte man 1 und 1 zusammen und mixte Bulldoggen und Terrier. Und tatsächlich erblickte ein Hund das Licht der Welt, der den Vorstellungen dieser Menschen damals entsprach, charakterlich. Der sogenannte Bull Terrier, ja, so nannte man diesen Vorfahren der heutigen modernen Bull Terrier damals. Das war ein Hybrid aus Bulldoggen und Terrier, der die Zähigkeit, die Gameness, die Power, den Todesmut der Bulldoggen mitbrachte, gleichzeitig aber auch derartig spektakuläre Kämpfe lieferte, wie es die Terrier taten. Auch diese Bull Terrier wurden durchs Feuer geschickt, gegen Bullen, gegen Bären, gegen Esel, gegen Affen, sogar mal gegen einen Löwen, der auf einem dieser Jahrmärkte mitgebracht wurde. Und selbstverständlich und hauptsächlich gegen andere Hunde. Ja. Dabei wurde verschiedenste Dinge geachtet beim Weiterzüchten dieses Hundetyps, ganz besonders auf eine stark ausgeprägte Beißhemmung Menschen gegenüber, denn jederzeit musste ein Sekundant oder einer der Besitzer der kämpfenden Hunde dazu fähig sein, den Hund aus dem Kampf herauszuholen, ohne dabei gebissen zu werden. War da ein Hund dabei, der auf einen der Menschen hinbiss im Eifer des Gefechts, wurde der aus der Zucht ausselektiert, der wurde zumeist getötet, aber auf jeden Fall wurde mit diesem Hund nicht mehr weiter gezüchtet. Daraus leitete sich die heute sehr häufig vorkommende starke Beißhemmung von Bull Terriern Menschen gegenüber ab. Ist nicht immer zwingend vorhanden, wissen wir, aber weit häufiger als bei vielen, vielen anderen Hunderassen. Ja, es entwickelten sich aus diesem Bull Terrier 4 Bull Terrier Rassen, 2 in den USA, 2 in Großbritannien. Die beiden amerikanischen Bull Terrier Rassen sind der American Pit Bull Terrier und der American Staffordshire Terrier. Die 2 britischen Bull Terrier Rassen sind der Standard Bull Terrier, das berühmte Downface, und der Staffordshire Bull Terrier, der kleinste ist, wenn wir den Miniatur Bull Terrier außen vor lassen. Ja. Die Gesamterscheinung zeigt uns bei diesem Hund einen typischen Bull Terrier. Ein kurzhaariges, kompaktes Muskelpaket, und auch der Charakter stellt oder präsentiert uns einen typischen Bull Terrier, möchte ich sagen. Denn genauso wie die anderen 3 Verwandten von ihm läuft auch
der Staffordshire Bull Terrier, größtenteils gut gelaunt durchs Leben. Diese Hunde gehören charakterlich zu den süßesten Hunden, die mir jemals untergekommen sind. Ich kannte viele Staffys, ich kannte unzählige Bull Terrier. Vertrauen Sie mir, liebe Zuseher, ich bin ein riesengroßer Bull Terrier-Fan und war oder überall da unterwegs, wo diese Hunde vorkamen. Ich hatte sowohl mit den Standards wie auch mit den Amstaffs, den Pits wie auch mit den Staffys zu tun und das nicht zu wenig, glauben Sie mir. Ja, der Staffordshire Bull Terrier ist ein typischer Vertreter charakterlich und anatomisch. Der Bull Terrier, nochmal wahnsinnig starker Hund. Ich gehe da dann gleich ins Detail. Charakterlich Zucker. Ein Hund, der normalerweise stets freundlich unterwegs ist. Etwas Lieberes zu Hause in der Familie gibt es gar nicht. Diese Hunde sind derartig herzig zu Hause, dass es fast nicht zu beschreiben ist. Sie gelten als die besten Kinderhunde der Welt, wurden in Großbritannien schon unzählige Male als Nanny Dog des Jahres gekürt und zählen auch für mich zu den 5 besten Kinderhunden auf der ganzen Welt. Der Hund hat sehr positive Eigenschaften vorzuweisen, doch schlummert nichtsdestotrotz der Kampfhund in ihm drin. Das ist ein Hund, der für die Pit gezüchtet wurde, für die Kampfgrube gezüchtet wurde, für den Konflikt mit anderen Tieren, hauptsächlich mit anderen Hunden, gezüchtet wurde und das schlummert in diesem Hund drin. Das kann auch mal ausbrechen. Speziell dann, wenn er herausgefordert wird, dieser Hund. Es ist auch beim Staffy nicht anders als bei den anderen Bull Terrier Rassen. Und zwar, dass es so ist, dass wenn der Kampftrieb, die Kampfeslust, die Rauflust bei diesem Hund mal geweckt ist, anderen Hunden gegenüber, dann dreht man die zu 99% nicht mehr zurück. Ich habe das leider schon oft erlebt. Ja. Ich kannte viele Staffordshire Bull Terrier gut. Ich möchte Ihnen von 3 erzählen, die ich besonders gut kannte, um Ihnen ein Bild von diesen Hunden zu geben. Ja. Den ersten Staffordshire Bull Terrier, mit dem ich persönlich Kontakt hatte, war ein Rüde namens Apollo. Das war 1985 oder 1986 bei uns am Abrichteplatz. Das Lustige an dem Ganzen war, dass der im Besitz war eines Herrn, der genauso aussah wie der Hund selbst. Günther, sein Besitzer, war ein Bodybuilder. Ich weiß nicht, ob er ein Profi-Bodybuilder war, aber er war ein Herr mit maximal 1,60 Meter Größe. Also er zählte nicht unbedingt zu den größten Männern der Welt, aber er war genau so breit, wie er groß war. Also der hatte Ärmeln, ich sage Ihnen was, die waren so breit wie meine Schenkel. Ja. Und genauso sah sein Hund aus. Auch der war mehr breit als hoch, verfügte über ein breiteres Genick, als es lang war und hatte einen riesen Kopf, ja, auf diesen kleinen Körper drauf. Also wenn die beiden am Platz eintraten, dachte man, das wären Zwillinge. Das war ein wahnsinnig zugänglicher, sehr freundlicher Hund fremden Menschen gegenüber, egal ob Mann, Frau, Kind, und auch sehr harmonisch bei der Begegnung mit Welpen und Hündinnen. Bei Rüden funktionierte er reserviert, aber nicht bösartig. Ein unbeschreibliches Muskelpaket in braun gestrommt. Übrigens, bevor ich hier weiter vorfahre, ja, Farben gibt es beim Staffy so gut wie alle. Ich glaube aber Merl gibt es ihn nicht. Ich habe sie persönlich auch noch nie in Blau gesehen, so wie man manche Pizza oder Amstaffs sieht. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es sie in Blau gibt. Soweit ich weiß, gibt es sie nicht in Blau, aber vielleicht hat sich das mittlerweile ja schon durchgesetzt. Den gibt es allerdings in einer Farbe, wie ich sie noch niemals bei Amstaffs oder Pits gesehen habe und auch nicht bei Standard Bull Terrier. Das ist eine Art Kastanienrotbraun, die ich auch schon mal bei Petterdale Terriern gesehen habe, aber eine Farbe, die mich unheimlich entzückt. Ja. So, zurück zu den Hunden, die ich persönlich kannte. Das war Apollo. Ja, den hatte ich etwa 2 oder 3 Jahre lang Kontakt. Ein wunderschöner, sehr freundlicher, fantastisch bemuskelter Hund. Ja, Top-Wesen, der seinem Besitzer sehr ähnlich sah. Eine Hündin kannte ich, die Lucy, im Besitz einer Dame, die in 12 in Wien, wo ich wohnte, frisch zuzog mit dieser Hündin. Als sie 2 Tage da war, erlebte die eine heftige Situation, von der ich Ihnen gerne erzählen möchte.
die hat sie mir erzählt, als sie etwa einen Monat schon da lebte, in der Gegend, wo ich wohnte. Und zu diesem Zeitpunkt lernte ich auch diese Hündin das erste Mal kennen. Eine Staffordshire Bull Terrier Hündin, ebenfalls in braun gestromt. Lucy, wunderschön. Freundlich zu Mensch und Tier, egal ob Rüde oder Hündin, egal ob Mann, Frau oder Kind, speziell wenn sie Kinder gesehen hat, drehte die am Rad, derartig freute die sich. Wir hatten bei uns einen Gastgarten, relativ klein, eine Gaststätte mit Gastgarten, Verzeihung. Relativ klein, ja, bekannt in der ganzen Gegend. Und jeder wusste, das war ein ungeschriebenes Gesetz, man sollte dort mit einem Hund in den Gastgarten nicht eintreten. Und wissen Sie wieso? Nun, die hatten eine Hauskatze und die reagierte stets höchst aggressiv auf eintretende Hunde und attackierte diese. Wir wussten das alle und gingen diesen Problemen halt einfach aus dem Weg. Wir gingen dort mit unseren Hunden nicht rein. Wobei, hätte sie das bei Attila versucht, damals besaß ich ja noch Attila, meinen American Pitbull Terrier, dann wäre das ihr letzter Versuch gewesen, das kann ich Ihnen garantieren. Aber wir wissen ja, dass sehr viele Hunde bei solchen Fällen, bei solchen Katzenattacken eigenartig reagieren, obwohl sie den Katzen körperlich weit überlegen sind und mit denen abfahren würden. Reagieren unsere Hunde hier ja, instinktiv oft fluchtbereit oder geben zu verstehen, ich will meine Ruhe haben. Also viele Hunde erschrecken sich da vor den attackierenden Katzen und geben WO. Nicht alle, das wissen wir, ne? Aber viele. Die Besitzerin von Lucy wusste nichts von dieser Killerkatze und betrat diese Gaststätte, diesen Gastgarten. Und gerade als sie Platz nehmen wollte, ging diese Katze zum Angriff über. Ernsthaft. Startete die einen Frontalangriff. Doch Lucy flüchtete nicht. Lucy packte diese Katze und schüttelte sie heftigst durch den ganzen Gastgarten. Es gab da einen Aufschrei, einen Skandal, einen heftigen Protest, weshalb sie da mit den Hund eintritt. Und sie natürlich protestierte zurück, wie soll sie wissen das, denn draußen hing ja kein Schild, wo drauf steht, Achtung Killerkatze, Eintritt nur auf eigene Gefahr. Ja, dieses Erlebnis hatte sie 2 Tage, nachdem sie in der Gegend, wo ich wohnte, zugezogen ist, war aber generell eine etwas wildere Gegend. Aber Lucy war generell eine sehr freundliche Hündin, wahnsinnig stark, lieb, nett, herzig, wunderschön anzusehen. Eine Hündin, die stets mit einem Lächeln durchs Leben gelaufen ist. Und dann kannte ich einen Rüden recht gut, den Spike. Ein weißer Staffordshire Bull Terrier mit schwarzen oder dunkelbraunen Blatten, glaube ich, waren das. Ich schätzte Spike so auf knapp 19 Kilo Gewicht, 41 cm Schulterhöhe, ein großrahmiger Rüde für seine Rasse mit einem riesen Kopf, der auch einen weit größeren American Staffordshire Terrier gepasst hätte. Ich möchte Ihnen über diesen Hund etwas erzählen. Das war, auch Spike, war ein sehr freundlicher, fremdenzugänglicher Hund, der sie sofort begrüßte, auch wenn er sie noch nie gesehen hat. So typisch Bull Terrier-mäßig, möchte ich behaupten. Ja. Kinder, alles spitzenmäßig, Hündinnen, Welpen, ganz Weltklasse, Rüden, die waren vor ihm nicht sicher. Spike erinnerte mich charakterlich sehr stark an meinen American Pitbull Terrier, der sich von ihm hier nur darin unterschied, dass mein Pit auch mit fremden Menschen nicht so gut klarkam. Spike tat das. Jetzt zum Eigentlichen, zur Power. Ich sage Ihnen was, ich hatte sicher an die 10, 12 Mal die Ehre und die Freude, Spike am Flickflack trainieren zu dürfen. Flickflack nannten wir damals diesen geknüpften Strick. Dieses Kauspielzeug, auf welches zumeist Backerrassen, Bull Terrier, Molosser, aber auch viele andere Hunde sehr stehen. Ich sah ihn auch oft beim Spring Bowl Training und konnte hier gut Vergleiche ziehen zu meinem American Pitbull Terrier, der auf ähnliche Art und Weise körperlich ertüchtigt wurde. Spike war ein Kraftmonster. Der hatte einen Griff, einen knochenzermalmenden Biss. Der Hund biss niemanden, ja? Aber man spürte das, wenn man den mit dem Flickflack trainierte, dann spürt man bei einem Hund die Power des Kiefers. Ja, generell sind Staffordshire Bull Terrier Hunde, welche mit sehr mächtiger Backenmuskulatur ausgestattet sind, sehen teilweise so aus, als hätten sie links und rechts in den Backen einen Tennisball drinnen. Ja, also sehr beeindruckend.
Spike war ein Kraftmonster. Und ich sage Ihnen was, obwohl Attila 8-9 Kilo schwerer war, mein Pete, und auch 8-9 Zentimeter größer war, gab es rein vom Schmalz, vom Körperschmalz her zwischen diesen beiden Hunden keinen Unterschied. Attila war beweglicher, Attila war etwas schneller und er war zäher, ausdauernder. Ja, typisch American Pitbull Terrier, aber kräftetechnisch. Spike war ein Kraftmonster. Und ich sage Ihnen was, ich sah ihn auch häufig beim Springpole-Training, auch hier musste er sich vor keinen wirklich guten Springpole-Pit verstecken. Der Hund war ein Wahnsinn, schnell, stark, ein Wahnsinn. Ich sah Spike einmal in Action bei einem Konflikt mit einem deutschen Schäferhund, liebe Zuseher. Es ist klar, dass Hunde in der Größe von deutschen Schäferhunden mit knapp 70 cm Schulterhöhe einen Bull Terrier mit Schulterhöhen von um die 40 cm im Normalfall overpowern draußen auf der Straße. Ist ganz klar, jeder, der behauptet, ein Staffordshire Bull Terrier mit 19 Kilo und 40 cm Schulterhöhe wirft einen deutschen Schäferhund im Ernstfall zu Boden und schüttelt ihn oder sonst irgendwas, ist ein Träumer. Das wird nicht funktionieren. Ich war mit dem Besitzer von Spike unterwegs, als ein deutscher Schäferhund, ein Rüder, in uns hineinlief und Spike den Kampf sofort mehr oder weniger annahm oder sogar provozierte. Denn der Schäferhund wollte nur Bekanntschaft schließen. Aber Spike war, wenn es um Rüden ging, ähnlich geboten wie mein Attila. Also da ging nichts. Ja. Die begannen miteinander zu kämpfen, der Schäferhund nahm den Kampf an und begrub Spike unter sich. Und obwohl Spike sich zu 90% dieses Konflikts unter dem Schäferhund befand und der Schäferhund hier keine Gnade zeigt, also der nahm das schon bitter ernst, denn der spürte, welche Power von diesem Spike ausging, möchte ich Ihnen sagen, hat Spike diesem Schäferhund wahnsinnig zugesetzt. Das ist ein Hund dreimal so groß und gut zweimal so schwer, aber der hatte anständig zu kämpfen mit diesem kleinen Staffordshire Bull Terrier. Ich sage Ihnen was, liebe Zuseher, schauen Sie, das ist ein Hund, der für solche Dinge gezüchtet wurde. Haben Sie das immer im Hinterkopf, wenn Sie interessiert an dieser Rasse sind, so lieb die auch sind. Das sind ehemalige Kampfhunde. Das sind Hunde, die für den Konflikt mit anderen Tieren gezüchtet wurden. Und klar, auch wenn sie zumeist von Hunden, die größer sind und nicht Rassen angehören, die dafür gezüchtet wurden, wie zum Beispiel Schäferhunde, welche darstellen, draußen auf der Straße bei einer Konfliktsituation overpowered werden und zumeist auch dominiert werden, können die anständig Schaden anrichten. Vergessen Sie das nicht. Also wenn Sie der Meinung sind, sich einen kleinen Hund zu holen, der sehr stark ist, weil er ja so lieb und so klein ist, aber stark ist, die können auch anständig was anrichten, wenn es zur Sache kommt. Das darf man niemals vergessen. Ja, für wen ist dieser Hund geeignet? Das ist ein Hund, der für jeden Mensch geeignet ist. Speziell für sportliche Familien, denn ein Staffordshire Bull Terrier ist überall mit Ihnen dabei. Der geht mit Ihnen über Stock und Stein, höchst leistungsfähig, ausdauernd, schnell, stark. Also sportliche Hunde, die es aber auch gemütlich angehen lassen, sehr gerne sogar. Staffordshire Bull Terrier sind auch hier typische Bull Terrier, die gerne mal faulenzen, sich stundenlang auf dem Sofa regeln, aufpassen, das sind Sofa- und Betthunde. Wenn Sie das nicht möchten, müssen Sie das natürlich unterbinden, ganz klar, aber wenn Ihnen das nichts macht, dieses Geschenk nehmen Bull Terrier gerne an. Ich weiß das von meinem Attila, der einzige meiner Hunde war, der das durfte, aufs Sofa oder ins Bett hinein. Meine anderen Hunde, auch Vito, durften und dürfen das nicht. Ja, also für Leute geeignet, die einen sportlichen Hund suchen, die einen großen Hund in kleiner Verpackung suchen, platzbedingt auf der Suche nach kleinen Hunden sind. Doch nochmal, wie gesagt, der Staffordshire Bull Terrier ist ein großer Hund in kleiner Verpackung und kann vieles genauso gut und manches sogar besser als große Hunde. Ganz, ganz, ganz sicher. Doch einen Nachteil hat dieser fantastische Hund und das ist dass er ein Bull Terrier ist und überall auch als solcher erkannt wird. Und dann kann es Ihnen schnell mal passieren, dass Ihnen genau das passiert. Das ist ein Kampfhund. Damit müssen Sie klarkommen. Aber wenn jemanden das nicht stört, ja, dann kann ich den Staffordshire Bull Terrier jederzeit nur empfehlen. Ich sage Ihnen was, sollte mir nach Vito nochmal ein Hund ins Haus kommen, ne, was ja nicht in Stein gemeißelt ist. Kann leicht sein, dass Vito mein letzter Hund ist und ja, war. Sollte ich mit einem kleinen Hund spekulieren, kann es bei mir nur ein Staffordshire Bull Terrier werden. Das ist in Stein gemeißelt. Ja, liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und das war's schon wieder.